Phoenix der Tag. Einen schönen guten Abend. Willkommen bei Phoenix, meine Damen und Herren. Reden wir über Diplomatie. Das Wesen von Diplomatie ist ja, dass sie meist im Verborgenen stattfindet. Diplomaten scheuen das Direkte, denken lieber zweimal nach, bevor sie, um Winston Churchill zu zitieren, bevor sie nichts sagen. Daher sind die Namen von Diplomaten meist auch nur Kennern bekannt. Den Namen Daniel Kriener, den kennen jetzt sehr viele. Denn Nicolás Maduro hat den deutschen Botschafter aus Venezuela ausgewiesen. Deshalb haben wir Herrn Guaidó anerkannt als Übergangspräsidenten mit dem Auftrag, solche Wahlen durchzuführen. Und an dieser Haltung hat sich nichts verändert und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, ihn dabei weiter zu unterstützen. Das war der deutsche Außenminister Heiko Maas, der noch einmal die deutsche Position zu Venezuela klargemacht hat. Und ich kann jetzt darüber reden mit Ricardo Lagos Andino von der Universität in Münster. Willkommen bei Phoenix. Herr Lagos Andino, Sie waren ja selber Botschafter von Honduras hier in Deutschland. Und Sie kennen ja nicht nur Lateinamerika, sondern auch die Sprache der Diplomatie. Wie bewerten Sie denn das, was dort passiert ist in Venezuela rund um den deutschen Botschafter? Der deutsche Botschafter hat das wiederholt, was die Position ist von der deutschen Regierung. Die ist ja schon seit einem Monat bekannt, ist also auch bei der venezolanischen Regierung von Maduro bekannt. Er hat es ja nur in der Öffentlichkeit nochmal gesagt. Das darf man aber nicht als Diplomat, oder? Da gibt es zwei Interpretationen. Es gibt die Interpretation der Souveränität eines Staates und da darf es keine Einmischung geben. Das wäre die traditionelle Art, das zu interpretieren. Und es gibt also auch eine moderne Interpretation von Souveränität, wo Staaten und die internationale Gemeinschaft, wo es notwendig ist, um Menschenrechte zu schützen, eben Intervention notwendig ist und dass man eben dann sich äußern soll, zum Beispiel für Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte. Und das ist eben auch das ist die Interpretation, der Deutschland, aber auch die Europäische Union zuneigen. Und jetzt dieses diplomatische, wir nennen es mal Zwischenspiel. Es ist ja noch nichts Wirkliches passiert. Was folgt denn jetzt daraus? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Das entscheidet dann jede Regierung. Normalerweise ist es so, dass eine Regierung dann so reagiert, dass auch ein Botschafter ausgewiesen wird. Wenn das ein Konsul ist, dann wird eben ein Konsul von einem anderen Land dann ausgewiesen. Das nennt man Reziprozität. Ja. Aber hier gibt es drei Positionen. Die erste Position ist, dass die Bundesregierung eben den Botschafter zurückgerufen hat nach Berlin zu Konsultationen. Maduro betrachtet das als nicht mehr Botschafter und ist ausgewiesen worden als persona non grata. Und Herr Guaidó möchte, dass der deutsche Botschafter bleibt. Ja. Weil eben der Präsident Maduro kein Präsident mehr sein soll. Und deswegen kann er nicht einen Botschafter ausweisen. Aber im Falle von Kolumbien und von USA kam es zum Bruch der diplomatischen Beziehungen. Das ist noch tiefer und noch gravierender als die Ausweisung von einem Botschafter. Und trotzdem gibt es immer noch Kontakte zwischen der US-Regierung und der Regierung von Maduro, obwohl die USA Maduro nicht als Präsident anerkennen. Also da laufen dann die Gespräche über andere Kanäle einfach. Wie sollte denn die Europäische Union, wie sollte Deutschland denn jetzt reagieren? Mit verstärkten Sanktionen gegenüber Venezuela, gegenüber Maduro in dem Fall? Ist es wichtig, dass die EU da jetzt zusammensteht? Das ist schwer zu sagen. Und zwar, da gibt es auch wieder unterschiedliche Positionen. Die USA meinen, die Sanktionen der Europäischen Union sind zu schwach und bringen wenig. Und die gibt es schon seit 5 Jahren. Und im Falle von Kuba gab es Sanktionen der USA und gibt es die noch seit mehr als 50 Jahren. Und die haben auch wenig gebracht. Die USA möchten noch den Druck intensivieren. Das machen sie jetzt mal mit noch stärkeren Maßnahmen gegen die Wirtschaft von Venezuela. Im Falle der Europäischen Union sucht man eben eine diplomatische, eine friedliche Lösung. Und die Vereinten Nationen, vor allem die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, hat ja gesagt, die Sanktionen sind zum Teil daran schuld, dass es diese Engpässe gibt bei der Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten und Lebensmitteln. Es ist nicht nur Schuld von der Regierung, sondern auch die Sanktionen haben dazu beigetragen. Das müssen jetzt ja nicht unbedingt Wirtschaftssanktionen sein, sondern man könnte ja auch, und das haben die USA ja gerade wieder getan, sie haben also Visa entzogen, auch also Sanktionen gegenüber Personen. Vielleicht ist das unangenehmer als und treffsicherer in dem Fall aus Sicht der EU als wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen. Die USA und die Opposition hoffen, dass die Regierung von Venezuela dann abtreten wird nach dem vernichtende Situation der Wirtschaft. Über ungefähr 20 Öltanker sind in der Welt im Moment gestoppt worden, die kein Öl mehr von Venezuela verfrachten wollen. Glauben Sie denn tatsächlich, dass diese Hoffnung der USA, ja, also diese Politik der USA verfängt? Die Regierung von Maduro denkt, sie wird durchhalten. Und die Opposition denkt, die Regierung von Maduro wird daneben abtreten. Und das kann sich noch sehr lange hinziehen? Im Falle von Kuba sind das schon 50 Jahre. Im Falle von den Maßnahmen, die bisher gegen Venezuela
Eingeleitet wurden sind es schon 5 Jahre von Sanktionen. Die wurden ja schon unter Obama verhängt. Wollen wir jetzt mal abwarten, wie die Lage sich entwickelt. Hoffentlich friedlich bleibt es. Eben, die Proteste sind aufgerufen worden für den nächsten Samstag. Da möchten beide Parteien dann jetzt noch mal Kräfte messen. Und wir warten dann eben, dass es eventuell zu Auseinandersetzungen kommen wird. Hoffentlich aber nicht zu schweren Streit und dass es nicht zu Toten kommt. Ein Bericht der Vereinten Nationen besagt, es gab Tote und Verletzte und Verletzungen von Menschenrechten in den letzten 5 Jahren nach Demonstrationen, und das sollte sich nicht wiederholen. Also es ist eine sehr, sehr angespannte Situation, aber schwierig vorherzusagen, wie sie sich entwickeln wird. Ricardo Lagos Andino, vielen Dank für den Besuch und für die Erläuterungen. Gerne.